Der Anfang des 19. Jahrhunderts war für die Schweiz ein Scheideweg des Schicksals. Denn Napoleon wünschte sich für Frankreich einen friedlichen Nachbarn als Pufferzone in Zentraleuropa. Und dazu bot sich die Schweiz geradezu an. Denn die Schweizer Kantone waren untereinander höchst zerstritten und das Ancien Régime hielt an seiner Macht fest und war nicht bereit für Zugeständnisse in Richtung irgendeiner Modernisierung. Also marschierte Napoleon in die Schweiz ohne große Gegenwehr ein und formte eine völlig neue Regierung. Auf der Grundlage des französischen Code Civil, der modernen Rechtsprechung Frankreichs, wurden in der sogenannten Helvetischen Republik neue Kantone gegründet. Und die alten Untertanengebiete wurden abgeschafft. Durch Napoleons aggressive Expansionspolitik und die sogenannte Kontinentalsperre der Briten wurden inländische Produkte immer wichtiger und die Schweiz konnte den Sprung in die Industrialisierung wagen. In der Schlacht von Waterloo in Belgien 1815 wurde Napoleon endgültig besiegt. 1815 wurde auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas besiegelt und auch die Schweiz wird in ihrer beinahe heutigen Form konstituiert. Besonders erwähnenswert ist, dass die Schweiz ab 1815 ihre Neutralität erwirken konnte. Obwohl Napoleons Staat säkular geprägt war, bedeutet dies nicht, dass die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten nicht weiter schwelten. Im Gegenteil. Die katholische Bevölkerung war zwar noch Teil der Gesellschaft, zog sich aber immer mehr und mehr in eine eigenständige katholische Welt zurück, hier im Bild allegorisch dargestellt. In diesem katholischen Ghetto traten die Katholiken nur noch bei ihren Feiertagen öffentlich auf. Ansonsten gab es einen katholischen Bäcker, einen katholischen Schuster und auch einen katholischen Metzger, zu dem man gehen konnte, um unter seinesgleichen zu sein. Die katholischen konservativen Kräfte lehnten auch den Bundesstaat ab. So kam es 1847 zur Gründung des sogenannten Sonderbundes katholischer Provenienz. Zu diesem militärischen Bündnis gehörten die Innerschweizer Kantone sowie das Wallis und Fribourg. Und so kam es zu einem traurigen Ereignis in der Schweiz, das seinesgleichen sucht, zu einem Bruderkrieg zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Bundesstaat und Sonderbund. Der Konflikt war nach 26 Tagen beigelegt und forderte immerhin 93 Tote. Das sind verhältnismäßig wenig Opfer und dies ist der Weisheit und Vorausschau eines Mannes zu verdanken. Henri Dufour, der Oberbefehlshaber der protestantischen Truppen, erkannte den Krieg als Bruderkrieg und mahnte seine Truppen zu besonderer Rücksichtnahme gegenüber der Bevölkerung und so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden, denn er wusste, dass die beiden Parteien am Ende wieder zusammenleben mussten. Und so gelang das Wunder der Verbrüderung von Katholiken und Protestanten in der Schweiz. Die Schweiz war wieder geeint und dies führte 1848 zur Gründung der gemeinsamen Bundesverfassung als gemeinsamer Bundesstaat, so wie wir ihn heute noch kennen.